Die Geburtsstunde einer europäischen Erfolgsgeschichte. Am 3. Januar 1986 legt die Europäische Kommission den ersten Programmentwurf zu einem europaweiten Austauschprogramm für Studierende vor. Die Idee hinter dem Programm: der europäische Gedanke als pädagogischer Auftrag. Europa leben und erleben durch gemeinsame Erfahrungen und den lebendigen Austausch von Gedanken und Ideen. Mit dem EU-Ratsbeschluss ist das Programm am 15. Juni 1987 offiziell etabliert. Der DAAD wird durch das damalige Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft offiziell zur nationalen Agentur benannt. Der Name des Programms: Erasmus. 1989. Die Welt im Umbruch und mit ihr Erasmus. Am 14. Dezember wird per Änderungsbeschluss das Erasmus-Programm bis 1994 verabschiedet. 1989 markiert zugleich den Start des Jean-Monnet-Programms. Europäische Integrationsstudien an Universitäten sollen fortan den europäischen Gedanken fördern und stärken. Die Neuorientierung Europas nimmt Fahrt auf. Während die Europäische Gemeinschaft mit Sondermitteln in Deutschland die Einbindung der neuen Bundesländer in die europäische Bildungszusammenarbeit unterstützt, ist das neue Tempus-Programm der Integration aller Reformstaaten in Mittel- und Osteuropa gewidmet. Das Ziel: der Ausbau von Zusammenarbeit und Austausch im Hochschulbereich. Ein weiterer Meilenstein. Am 14. März 1995 verabschieden Europäisches Parlament und Europarat das Dachprogramm Sokrates I. Neben Erasmus umfasst es auch das Schulprogramm Comenius sowie Leonardo, das den Austausch in der Berufsbildung fördert. Sokrates, Erasmus, Comenius, Leonardo. Ein Who is Who der europäischen Geistesgeschichte. Dank ECTS, dem European Credit Transfer System, werden Studienaustausch und Hochschulzusammenarbeit in Europa weiter erleichtert. Die Transparenz und Vergleichbarkeit von Studien steigt. Einheitliche Richtlinien und die gemeinsame Entwicklung von Curricula fördern ihre Qualität. Die Jahre 1995 bis 1997 stehen für Sokrates und Erasmus im Zeichen der Ablösung allgemeiner Hochschulkooperationsprogramme durch institutionelle Hochschulverträge. Eine Zeit des Übergangs und Wandels. Die Internationalisierung wird aus den Fachbereichen unmittelbar in die Hochschulleitungen transferiert. Erasmus als Wegbereiter? Mit der Bologna-Erklärung verpflichten sich zunächst 30 Staaten zur Zusammenarbeit im Hochschulbereich. Das Ziel: der Aufbau eines gemeinsamen europäischen Hochschulraums. Der Weg: Harmonisierung der Struktur von Studien und die weitere Reduktion von Kooperations- und Mobilitätshindernissen. Zugleich wächst Europa weiter. Noch vor der politischen Osterweiterung begrüßt Erasmus Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen und Slowenien als assoziierte Partner. Die Erfolgsgeschichte wird im neuen Jahrtausend fortgeschrieben. Am 20. Januar 2000 verabschieden Europaparlament und Europäischer Rat Sokrates II. Die Laufzeit des Programms bis 2006. Eine seiner wichtigsten Neuerungen: Sokrates II fördert auch den Austausch zwischen und die Mobilität von Lehrkräften aus ganz Europa. Erasmus macht mobil. Am 24. Oktober 2002 erreicht die Zahl geförderter Erasmus-Studierender die Millionengrenze. Für den Festakt in Brüssel nominiert jedes teilnehmende Land symbolisch einen millionsten Teilnehmer. Aus Deutschland mit dabei Claire Wegesser. Sie war 1996 Studentin der Humboldt-Universität Berlin und die erste Studierende mit Behinderung, die an Erasmus teilnimmt und besonders finanziell unterstützt wird. Erasmus als Leinwandheld? Mit Auberge Espagnol, Barcelona für ein Jahr, startet Erasmus am 13. November 2002 seine Kinokarriere. Die Erweiterung in Richtung Osten und Südosten schreitet voran. 2004 tritt auch die Türkei als assoziierter Partner dem Erasmus-Programm bei. Noch im gleichen Jahr folgt die Politik Erasmus. Im Rahmen der zweistufigen Osterweiterung wächst die Europäische Union zunächst um 10 Staaten und erreicht schließlich mit Bulgarien und Rumänien 27 Mitgliedsländer.
Dem ersten Programmentwurf aus dem Jahr 2004 folgt am 15. November 2006 mit der Verabschiedung des Programms für lebenslanges Lernen, im Englischen kurz LLP, erstmals ein echtes Dachprogramm mit einer Laufzeit bis 2013. Der offizielle Startschuss für LLP folgt im Mai 2007. Anlässlich der deutschen EU-Ratspräsidentschaft findet die Europäische LLP-Startkonferenz in Berlin statt. Was ist neu an LLP? Längerfristige Studienpraktika im Ausland, die nicht Teil eines Studienaufenthaltes sind, und auch die Mobilität von Hochschulmitarbeitern gehen vom Leonardo in das Erasmus-Programm über. Diese Weichenstellung steigert die individuelle Mobilität deutlich. Außerdem wird die Verwaltung der Intensivprogramme dezentralisiert und rückt durch die Zuständigkeit der nationalen Agentur DAAD näher an die deutschen Hochschulen. Weiterhin hohes Tempo in Sachen Innovation. In Löwen setzt sich die Bologna-Ministerkonferenz ein ehrgeiziges Ziel. Bis 2020 sollen mindestens 20% aller Studierenden einen Teil ihres Studiums im Ausland absolvieren. Gefördert auch durch Erasmus. Am 12. März 2010 verkündet eine außerplanmäßige Bologna-Ministerkonferenz die Etablierung des europäischen Hochschulraums und damit die Schaffung einer grenzüberschreitend vergleichbaren und wettbewerbsfähigen Hochschulausbildung. Innovation und Stärkung für die Zukunft und im Zeichen internationalen Wettbewerbs um die besten Köpfe. Die Europäische Kommission stellt den zuständigen Gremien eine Agenda für die Modernisierung von Europas Hochschulsystemen vor. Höchste Ehre für den europäischen Gedanken und alle, die ihn mit Leben erfüllen. Das norwegische Nobelpreiskomitee verleiht der Europäischen Union den Friedensnobelpreis. Europa bedeutet Gemeinschaft. Gemeinschaft bedeutet Vertrauen. Vertrauen bedeutet gegenseitige Anerkennung und Respekt. Dilber Öztürk von der Ludwig-Maximilians-Universität München wird als 400.000. deutsche Erasmus-Studierende geehrt. Ihre Dankesworte geben zu denken und machen Hoffnung. Während meines Erasmus-Aufenthaltes spielte mein Migrationshintergrund endlich keine Rolle mehr. Innovation für ein noch stärkeres Wachstum von Erasmus. Schon vor Beginn der nächsten Programmgeneration soll die Durchführung von Programmen durch neue Datenbanklösungen erleichtert und somit effizienter werden. Die konsequente Nutzung der neuen Tools und die Einführung elektronischer Teilnehmerberichte in allen Bildungsbereichen verlangt allen Programmbeteiligten zunächst viel Geduld ab. Dennoch, nach einem etwas holprigen Start entsteht erstmals europaweit Transparenz über die Erfolge des Programms. Mit dem Start von Erasmus+ geht Europa den vorerst letzten großen Schritt in Richtung europäische Bildungsintegration. Das neue Programm spiegelt strukturell die Schwerpunkte wider: Mobilität, Kooperation, politische Beteiligung. Endlich ist Mehrfachmobilität auch für Studierende möglich. Graduiertenpraktika werden wieder eingeführt. Fördersätze werden über alle Teilnehmerländer hinweg angeglichen. Online-Sprachkurse in inzwischen 18 Sprachen werden wesentliche Grundlage für das Verständnis unterschiedlicher Kulturen. Strategische Partnerschaften bieten nun auch attraktive Angebote zur europaweiten Zusammenarbeit von Hochschulen und anderen Institutionen. Mit all diesen Möglichkeiten setzt Erasmus+ ein starkes Zeichen und öffnet sich mit der internationalen Dimension und der internationalen Mobilität, kurz ICM, der ganzen Welt. Das Projekt Europa lebt und wird gelebt. Von Millionen von Menschen. Tag für Tag. Seit 30 Jahren und auch in Zukunft.